Hallo und herzlich willkommen bei Sugar Princess. Heute zeige ich euch die wunderbare Geburtstagstorte, die ich für meinen jüngsten Sohn zu seinem 13. Geburtstag vorbereitet habe. Es ist eine fantastische Torte ohne Backen. Ihr werdet sie lieben. Sie ist auch für jeden anderen Feiertag geeignet. Geburtstage, Muttertag, der steht ja jetzt vor der Tür. Oder einfach für jemanden, der Schokolade mit einer Milchfüllung liebt. Denn die braucht ihr dafür. Einfach eine Schokolade mit einer weißen Füllung. Das kann die Kinderschokolade sein, das kann eine Cookies-Schokolade sein, das kann eine Erdbeerschokolade sein. Auf jeden Fall ist es eine fantastische Torte und wir starten gleich mit der Zubereitung unseres Keksbodens. Vorher aber möchte ich noch sagen, herzlich willkommen an alle Neuen. Ich freue mich, dass wir hier so eine große Torten-Community geworden sind und jeden Sonntag geht hier ein neues Video mit einer Torte online. Deswegen gleich mal auch die kleine Glocke aktivieren, damit ihr kein Video mehr verpasst. Ausdrucken könnt ihr meine Rezepte auf meinem Blog www.sugarprincess.de und hier unten in der Videobeschreibung direkt unter dem Titel, da findet ihr auch den direkten Link zu dem Rezept zu dieser Torte. Wir starten mit der Zubereitung unseres Keksbodens. Meinen Tortenring habe ich mir auf 20 cm Durchmesser eingestellt. Darunter ist eine Tortenpappe. Die könnt ihr euch auch zurechtschneiden aus einer dünneren. Aber ich mache das einfach gerne, damit man jetzt nachher dann auch die Torte nochmal verheben kann auf eine andere Platte. Und wir brauchen 250 Gramm Kekse für den Boden. Das können Butterkekse sein oder einfach eure Lieblingskekse. Selbstverständlich könnt ihr natürlich auch einen Biskuit unten reinlegen in die Torte. Das ist auch möglich. Aber ich bereite sie jetzt ohne Backen vor. Die werden wir uns jetzt fein mixen. 250 Gramm. Ich habe jetzt hier diese McVitie's Digestive Kekse. Die fein gemixten Kekse einfach in eine Schüssel geben. Und wer einen Thermomix hat, der kann das natürlich auch direkt im Thermomix machen. Dazu kommt unsere zerlassene Butter und dann nimmt man sich so immer ungefähr die Hälfte der Keksmasse. Das heißt, wenn ich 250 Gramm Kekse habe, dann habe ich 125 Gramm geschmolzene Butter. So in etwa. Das kann so ein bisschen variieren. Also erstmal nicht alles dazugeben. Gucken, passt es so, ist die Masse dann korrekt oder brauche ich noch etwas mehr Butter? Manche Kekse brauchen mehr Butter, manche weniger. Und so könnt ihr dann einfach immer aus euren Lieblingskeksen eure Keksmasse herstellen. Ja, ein bisschen was geht noch. Also ich nehme bei den Digestive Keksen jetzt wirklich 250 Gramm Kekse und 125 Gramm Butter. Und dann seht ihr auch so, wenn sich das Ganze so schön verbindet und so klumpig wird, dann können wir das als Keksboden verwenden und können das dann auch gleich schon in die Form drücken. Und jetzt so ein bisschen hier die Form festhalten und einfach die Masse in der Form festdrücken. Durch die Kühlung wird dann dieser Boden ganz fest, als wenn man ihn gebacken hätte, und man kann ihn dann auch wunderbar einfach schneiden. Natürlich schauen, dass man den Boden möglichst gleichmäßig hineindrückt in die Form, dass eine schöne gleichmäßige Ebene entsteht und alles schön miteinander verdrückt ist, dass es auch gut zusammenhält. Und das ist immer eine schöne Variante, wenn man sehr wenig Zeit hat, dann spart man sich das Backen. So, wenn der Boden so schön festgedrückt ist, dann darf er erstmal kalt stehen und in der Zeit werden wir uns die Füllung vorbereiten. Für die leckere Füllung benötigen wir jetzt 200 Gramm Schokolade mit Milchkern. Wie gesagt, das kann diese hier sein. Ihr wisst, welche ich meine. Ich will keine Werbung machen für die Firma. Es kann auch eine andere sein mit innen drin Cookies oder mit Erdbeer drin. Hauptsache ist, es ist außen eine Schokolade und innen eine Milchfüllung. Dann haben wir 500 Gramm leckeren Frischkäse, am besten den ihr am liebsten mögt. 120 Gramm Puderzucker und unsere Schokolade, die schmelzen wir uns jetzt erstmal in kleinen Schritten in der Mikrowelle oder über dem Wasserbad, ganz wie ihr wollt. Nach 2x30 Sekunden in der Mikrowelle sieht die Schokolade so aus. Dann mal umrühren und da seht ihr schon, da schmilzt alles wunderbar zu einer leckeren Schokoladen-Milchfüllung-Masse. Super, super lecker. Schauen, dass wirklich alles schön schmilzt und dass die Schokolade aber auch nicht zu heiß wird. Und wenn alles schön geschmolzen ist, dann können wir uns diese Masse zur Seite stellen, zum Abkühlen lassen, denn die sollte auf Zimmertemperatur kommen, damit unsere Sahne dann nicht schmilzt. Sehr lecker. Und jetzt vermischen wir einfach die 500 Gramm Frischkäse. Dann nehmt wirklich einfach euren Lieblingsfrischkäse mit dem Puderzucker. 500 Gramm Frischkäse und 120 Gramm Puderzucker. Und die verrühren wir uns gerade einfach.
schön geschmeidig. Das geht natürlich auch gerne mit den Besen des Handrührgeräts, aber ich mache es auch gern mit der Hand, denn wir müssen uns ja gleich noch auch die Sahne aufschlagen. Und die werden wir dann hier unterheben. Wunderschön. Das auch gerade beiseite stellen. Jetzt die 375 Gramm Sahne steif schlagen. Und da ich auf Nummer sicher gehen möchte, was die Standfestigkeit dieser Torte anbelangt, das ist ja schließlich eine Geburtstagstorte, werde ich noch ein Tütchen Gelatine Fix hinzufügen. Ihr könnt aber auch Sanapart verwenden, dann so etwa 4 bis 6 Teelöffel. Steht auch auf der Packung, wie viel man benötigt. Ich lasse das jetzt noch einrühren, damit ich wirklich sicher bin. Sehr schön, unsere Sahne ist steif geschlagen. Jetzt können wir unsere 3 verschiedenen Zutaten kombinieren. Unseren leckeren Frischkäse, unsere Sahne und die abgekühlte Schokolade. Wunderbar, unsere Frischkäsemasse ist schön mit dem Puderzucker verschmolzen. Ich habe auch noch etwas Vanillezucker hinzugegeben. Das ist optional, wie ihr wollt. Jetzt werde ich hier die Sahne hinzugeben und einfach unterheben. Gerade noch einmal runterkratzen und schauen, dass wirklich alles gut miteinander verhoben ist. Uiuiui, sehr lecker. Aber jetzt kommt natürlich noch der Kick. Jetzt kommt noch die Schokolade hinzu. Und die heben wir gerade unter, sodass wir eine leckere Schoko-Frischkäse-Sahnecreme erhalten. Und ihr könnt euch vorstellen, das geht natürlich auch mit einer Erdbeerschokolade, also vollkommen egal. Das kann eure absolute Lieblingsschokolade sein und ihr habt eine wunderbare Creme. Alles gut miteinander verrühren. Oh mein Gott! Was für eine leckere Creme ist hier entstanden. Und die Creme darf jetzt schon auf unseren Keksboden. Einfach alles darauf füllen und dann schön glatt streichen. Und das wird wirklich eine hohe Torte. So, und jetzt alles schön glatt streichen in der Form. Und so darf die Torte jetzt mindestens 3 bis 4 Stunden, besser noch über Nacht, in den Kühlschrank. Nach der Kühlzeit über Nacht ist meine Torte schön fest geworden. Da rührt sich einfach nichts mehr. Man merkt das immer daran, wenn man so ein bisschen dran rüttelt und es tut sich nichts mehr in der Creme. Dann kann man sie aus dem Ring schneiden. Ich nehme dafür einfach immer ein scharfes Messer und schneide hier vorsichtig entlang. Und den Ring vorsichtig öffnen. Und da kommt unser Törtchen. Für unseren Guss über die Torte benötigen wir wieder 200 Gramm Schokolade mit Milchfüllung. Die Schokolade lasse ich mir jetzt wieder etwas in der Mikrowelle anschmelzen. Wenn ihr diesen Guss etwas dunkler oder etwas weniger süß haben wollt, dann könnt ihr auch einfach Zartbitterschokolade im Verhältnis 2:1 mit Schlagsahne mischen, also 200 Gramm Zartbitterschokolade und 100 Gramm Schlagsahne. Dann habt ihr auch eine schöne Ganache, die ihr über die Torte geben könnt. Ich lasse sie jetzt noch ein bisschen abkühlen, möglichst auf Zimmertemperatur, und gieße sie dann über die schön gekühlte Torte. Von der Mitte aus anfangen. Und an den Seiten lasse ich es nur so ein bisschen runterfließen gleich. Und ihr seht, die zieht dann auch schnell an. Das heißt, wir können da nicht mehr so lange was machen, müssen uns relativ beeilen.
Sehr verführerisch. Ich werde jetzt noch ein bisschen Schokolade auflösen und hier noch ein paar extra Nasen herunterfließen lassen. Dafür kann man sich einen Spritzbeutel nehmen oder ein kleines Löffelchen, ganz egal. So, für die Tropfen habe ich mir einfach die Schokolade jetzt noch in einen Spritzbeutel gefüllt, vorne eine kleine Spitze abgeschnitten und die lasse ich jetzt hier an der Seite noch runterfließen, da wo noch nicht so genug ist. So, und mit dem letzten Rest, den ich jetzt hier noch habe, mache ich hier oben noch ein Streifenmuster auf die Torte. Einmal drehen. Jetzt lasse ich das Ganze nochmal anziehen und dann kommt die Sahnedeko oben auf. Die Sahne sollte wirklich so lange geschlagen werden, dass sie richtig schön steif ist, dass ein Messerschnitt sichtbar bleibt, denn wir wollen ja schließlich schöne Formen jetzt auf die Torte spritzen. So, und ich nehme hier die Tülle 1M, das ist eine Rosentülle, eine etwas größere, und stopfe mir das vorne hier immer so ein bisschen rein über ein Glas. Dann ist es einfacher und jetzt kommt hier meine Sahne rein. Schön festdrücken, dass keine Luftblasen entstehen. Jetzt kann man schon mal hochziehen so ein bisschen. Dann einfach mit einer Teigkarte nach vorne schieben, dass oben alles schön sauber ist. So, und dann können wir auch schon loslegen. Hier natürlich zudrehen, logisch. Und dann ziehen wir hier nur vorne raus und können die Torte dekorieren. Und jetzt kommen hier dazwischen 3. Und die letzten 3. Jetzt kommen noch unsere Schokostückchen dazwischen. Und der letzte. Und unsere Kinderschokoladentorte ist fertig. Ich werde noch ein bisschen sauber machen hier unten und sie dann für euch probieren. Dann schneiden wir mal an. Ich nutze ein heißes Messer, um durchzukommen. Alle, die Kinderschokolade lieben, werden diese Torte lieben, definitiv. Köstlich, schmeckt einfach traumhaft nach der Schokolade und nach der Creme, zerschmilzt im Mund. Das war die wunderbare Schokoladengeburtstagstorte für meinen jüngsten Sohn. Wenn ihr auch ein Enkelkind habt oder ein Kind habt oder vielleicht auch einen Erwachsenen, der Kinderschokolade so liebt oder auch einfach Schokolade mit einer Milchcreme-Füllung, das kann eine Cookies sein, das kann eine Erdbeerfüllung sein, eine Blaubeerfüllung, ganz egal, dann backt diese Torte einmal nach. Sie wird einfach super lecker sein und alle begeistern. Dann schickt mir gerne auch eure Fotos auf Facebook und Instagram. Die Links dazu findet ihr hier unten unter dem Videotitel in der Beschreibung. Dort findet ihr auch den Rezeptlink zu meinem Blog www.sugarprincess.de. Da könnt ihr das Rezept dann auch ausdrucken. Viel Spaß, viel Erfolg beim Backen und bleibt gesund. Bis nächste Woche. Tschüss!